Ja, wie angekündigt findet heute mal wieder ein Q&A statt. In unseren letzten Videos, welche sich mit dem Thema Investment im Sportwagenmarkt befasst haben, habt ihr wieder fleißig Fragen in die Kommentare geschrieben. Wir geben heute hier unsere Antworten auf eure Fragen und unsere Einschätzung für genau die Modelle, welche euch interessiert haben. Das wird auf jeden Fall sehr spannend und ich denke, es wird auch einige Überraschungen geben, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ja, starten wir doch direkt mit der ersten Frage. BN9NE, wie auch immer man das ausspricht, hat gefragt, der 996 GT3 wäre was Feines. 996 GT3 auf jeden Fall was Feines, da kann ich dir nur zustimmen. Aus unserer Erfahrung wird die Nachfrage nach den 996, egal ob GT3, 4S, wird immer größer. Beim GT3 haben wir noch die Besonderheit, dass im Vergleich zu den Nachfolgern die Stückzahl sehr gering sind. Und wir haben auch noch die Besonderheit, dass der Punkt 1er noch komplett in Weissach montiert wurde und der Punkt 2er wurde dann später in Zuffenhausen im Werk montiert. Und im Allgemeinen kann man sagen, dass es immer schwieriger wird, gute Modelle zu finden, welche eben noch original sind, nicht verbastelt oder verheizt sind. Beim 996 wird die Nachfrage da immer größer, wir bekommen immer mehr Anfragen, deswegen auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Investment für die nächsten Jahre. Gehen wir gleich weiter zum nächsten Kommentar. Xgrae kommentiert, cooles Video. Wie ist eure Einschätzung zum Cayenne Turbo GT? Scheint ja recht limitiert gewesen zu sein, aber ist auch nur ein Cayenne, kein GT4S. Ja, da bin ich auch deiner Meinung, Cayenne verkörpert eigentlich nicht den Mythos, den ein 911 verkörpert und ist auch eher ein Massenprodukt im Vergleich zum 911, sehen wir daher weniger als Investment, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter SUV, wenn man es mit den anderen Herstellern vergleicht, aber als Investment eher ungeeignet. Dritte Frage, Rumpfmar kommentiert, habe mir im April einen 991.2 Carrera T, schwarz-schwarz Carrera T Interiorpaket mit 60.000 Kilometer gekauft für 99.000 Euro. Meinst du, das ist ein guter Preis und wie schätzt du das Modell in der Zukunft ein? Vielen Dank im Voraus, Max. Max, da musste ich leider etwas enttäuschen. Der Preis war okay, hätte ein bisschen besser sein können. Als Beispiel, wir haben gerade einen 991.2 Carrera T, ebenfalls in Top-Konfiguration mit 6.000 Kilometer da und wir bieten das Fahrzeug für 115.000 Euro an. Die Preisdifferenz von den 15.000 Euro ist hinsichtlich der Kilometer relativ gering, deshalb ich schätze dein Fahrzeug eher so bei 95.000 Euro Marktwert ein. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Markus Ernst 2996 fragt, 996 Cabrio, 3.6 Liter, Preis 2024. Ähnlich wie beim 996 GT3 ist selbst bei den Standardmodellen ein Originalfahrzeug mit geringer Laufleistung beim 996 weiterhin auch sehr, sehr gefragt. Deshalb rechnen wir hier auch mit weiterhin leicht steigenden Preisen. Weiter zur nächsten Frage. HD Adam 5769, cooles Video. Wie siehst du die Wertsteigerung bei einem 997.2 GT3? 997 GT3 aus meiner Sicht einer der letzten noch richtig manuellen Sportwagen. Richtig puristisch, so wie man eigentlich den 911 erwartet. Und auch wenn man mal in den Markt reinschaut, sind gerade mal vom Punkt 2 mit 435 PS 9 Fahrzeuge aktuell am Markt. Weiterhin die Nachfrage auch sehr, sehr hoch beim 997.2 GT3, deshalb rechnen wir weiterhin mit steigenden Preisen. Machen wir gleich weiter mit der nächsten Frage. Diesmal geht es nicht um Porsche, sondern auch mal um Ferrari. Denn Chris Boy 28 hat uns gefragt, könnt ihr bitte den aktuellen Ferrari 360 Modena Markt beleuchten, inklusive Zukunftsaussichten? Dankeschön. Ja, sehr gerne. Der 360 Modena haben wir in den letzten Monaten einige verkauft und auch hier ist es so, dass aus unserer Sicht das Modell an sich noch sehr unterschätzt ist. Wir haben zum einen, der Vorgänger ist der 355, welcher noch sehr hohe Wartungskosten hat, da für den Zahnriemenwechsel der Motor komplett ausgebaut werden musste. Beim 360 haben wir die Problematik nicht mehr. Hier gibt es eine Serviceluke, wodurch der Service an dem Fahrzeug um einige tausend Euro geringer ist wie beim Vorgänger. Und dadurch haben wir eben einer der ersten Ferraris, der in der Wartung
relativ günstig ist und auch im Vergleich zum Vorgänger in Performance und Handling um einiges an Fortschritte gemacht haben. Und auch hier ist es ähnlich wie beim 996, die Fahrzeuge waren lang günstig, sind momentan aber wieder am Steigen. Zur nächsten Frage. Kaham 4481 fragte uns, was haltet ihr vom Taycan Turbo S als Investment? Ja, Taycan ist so eine Sache für sich. Ich glaube, da kann man eigentlich für den kompletten Elektromarkt sprechen. Zum einen haben wir das Problem, dass die Innovationssprünge in der Technik in den letzten Jahren einfach zu groß sind, die Reichweiten immer größer werden und dadurch ältere Modelle eigentlich uninteressant werden und die Zweitvermarktung sich als sehr, sehr schwierig gestaltet. Selbst Porsche hat Schwierigkeiten, den Taycan neu zu verkaufen. Deshalb sehen wir eigentlich als Investment aktuell ein Elektroauto wie den Taycan eher als sehr, sehr schwierig. Ja, viele von euch haben uns auch gefragt, wie zum Beispiel DZWK9HF, von wo sind die Graphen der Wertentwicklung? Ja, die Graphen der Wertentwicklung haben wir zum einen von classic.com. Hier gibt es für fast alle Sportwagenmodelle Graphen, welche die letzten Auktionsergebnisse auflisten und wirklich reale Transaktionspreise widerspiegeln. Zum anderen könnt ihr natürlich auch auf Auktionshäuser wie RM Sotheby's oder Bonhams die letzten Auktionsergebnisse nachschauen. Hier bekommt man wirklich einen guten Einblick, wie sich die Marktpreise in den letzten Jahren entwickelt haben. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Kommentar. Andreas Knuppel 5549 kommentiert, eigentlich ist der größte Fehler, einen Sportwagen als Investment zu sehen. Ja, da gehen unsere Meinungen wohl ein kleines bisschen auseinander, wobei ich dir recht gebe, im ersten Punkt sollte ein Sportwagen immer aus Leidenschaft und Spaß am Fahren gekauft werden und nicht nur als Investment, weil dann geht es meistens schief. Aber es gibt doch nichts Schöneres, wenn man seine Leidenschaft mit dem Gedanken Investment kombinieren kann. Und deshalb rate ich euch, wenn ihr Geld investieren wollt und euch Sportwagen schon immer interessiert haben, gibt es doch nichts Geileres, als in einen Sportwagen zu investieren, mit dem man auch mal am Wochenende Spaß haben kann. Beim 907.1 GT3 RS erkennen wir einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 140.000 US-Dollar in 2019 und einen Anstieg bis auf 215.000 US-Dollar in 2023. Das ist ein jährliches Wachstum von sagenhaften 9% bei einem Gesamtwachstum von 55%. Wo bekommt man diese Rendite sonst? Machen wir gleich mit dem nächsten Kommentar weiter. 666 Counterforce kommentiert, ich überlege auch noch, was ich mir holen soll. Den GT2 RS und den 992 GT3 auf eurer Seite finde ich interessant, auch in den Farben sehr schön. Bin mir aber bezüglich der künftigen Preisentwicklung nicht sicher. Ja, ich glaube, da fährst du tatsächlich mit beiden Fahrzeugen ganz gut in Zukunft. Zum einen haben wir den 991.2 GT2 RS, geringe Stückzahl und einfach von der Performance ein wahnsinniges Auto. Kann ich mir einfach in Zukunft nicht vorstellen, da auch die Nachfolgemodelle vermutlich als Hybrid auf den Markt kommen, wird das Modell vermutlich sehr, sehr begehrt sein. Beim 992 GT3 haben wir es eigentlich ähnlich. Es wird vermutlich der letzte rein Verbrenner GT3 sein. Andererseits sind die Stückzahlen natürlich beim 992 GT3 deutlich höher wie beim GT2 RS und vielleicht kann man mit einem kleinen Zuwachs auch hier rechnen. Weiter zur nächsten Frage. Greta Locatelli 5005 fragt uns, wie wir die Zukunft für den 911R sehen. Ja, diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber man kann es eigentlich mit dem Markt vom 991 Speedster vergleichen. Hier haben wir beim 911R ähnlich aufgeblasene Marktpreise, welche zu den realen Transaktionspreisen deutlich abweichen. Bedeutet, die wirklichen Transaktionspreise liegen 10 bis 15% unter den in den Börsen aufgerufenen Preisen. Aus unserer Sicht würde ich hier noch etwas abwarten als Investment, aber falls ihr euch in den nächsten Jahren für ein Investment entscheidet, würde ich auf jeden Fall auf ein 911R mit dem Einmassenschwungrad und nicht mit dem Zweimassenschwungrad setzen. Springen wir zum letzten Kommentar.
Michael Liedke 2528 kommentiert: Als Geheimtipp mit großem Zukunftspotenzial werfe ich mal den 911 Carrera 3.2 Clubsport ins Rennen. Übrigens ein Fahrzeug, das ähnlich dem 2.7 RS ein einmaliges, schönes Fahrerlebnis bietet und sich trotz der relativ geringen Modifikation deutlich und sehr positiv vom Fahrverhalten eines Standard 3.2 Carrera unterscheidet. Ja, da bin ich zwar nicht ganz deiner Meinung. Wir haben zwar einen 3.2 Liter mit einer sehr geringen Stückzahl von lediglich 340 Fahrzeugen. Allerdings der Vergleich zum 2.7 RS würde ich jetzt nicht ganz so ziehen, da der 2.7 RS einfach den Mythos hat und einfach ein legendäres Fahrzeug ist. Der 3.2 Clubsport hat lediglich auch nur den normalen 3.2 Liter Motor verbaut, ohne Modifikation. Wir haben lediglich Modifikation an der Karosserie auf Leichtbau getrimmt und das Fahrverhalten ist natürlich ein deutlich anderes wie in einem Standardfahrzeug. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Fahrzeug immer populärer wird und das Fahrzeug sicherlich werterhalten bleibt und vielleicht auch einen kleinen Wertzuwachs in den nächsten Jahren bekommen kann. Ja, das war schon mit dem Q&A. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden das Format in Zukunft öfters machen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert uns. Bis zum nächsten Mal.